Hallo und herzlich willkommen bei TLM, Thorsten Linus Modellbahn. Ich bin Thorsten und mein Co-Pilot Linus hier. Da möchte ich gerne noch ein paar Sätze in eigener Sache zu sagen. Wir mussten uns dazu entscheiden, Linus aus den direkten Bildsequenzen, Anmoderation und weitere Sequenzen herauszulassen. Leider haben die Videos, die wir bislang produziert haben, in seinem direkten Umfeld dazu geführt, dass man Sequenzen herausgeschnitten hat, diese veröffentlicht hat und ihn damit hat versucht lächerlich zu machen, was auch immer. Wir haben uns daraufhin entschlossen, dass wir das Format hier umstellen und ihn also aus den direkten Videosequenzen heraushalten. Er ist weiterhin natürlich Teil des Projektes, Teil der Modelleisenbahn. Wir bauen zusammen, wir überlegen zusammen, wir machen zusammen, alles gut. Aber wie gesagt, in den Videos wird es bis auf weiteres keinen aktiven Auftritt von ihm mehr geben. Leider. Weiter zum eigentlichen Thema, warum wir heute hier sind. Wir möchten euch auf unserer Modelleisenbahn gerne noch ein paar weitere Sachen zeigen. Wir hatten ja schon mal ein Nebenbahnvideo produziert, ein Fahrvideo produziert und wir möchten euch heute in diesem Video einen Überblick geben, wie unsere Anlage eigentlich momentan als Ganzes aussieht, wo haben wir schon Sachen fertiggestellt, wo haben wir noch Baustellen und euch einen Steckbrief, einen Überblick geben, was wir da aktuell eigentlich haben bzw. was wir auch planen. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach gerne dran. So, da sind wir also in unserem Allerheiligsten, in unserem Modellbahnzimmer. Ja, dann lasst uns einfach mal beginnen. Zeige ich euch mal, was wir hier alles so haben, beziehungsweise wie unser Fortschritt ist. Also grundsätzlich sehen wir ja hier schon, ist die Anlage in einem U aufgebaut mit einem verkürzten Schenkel hier auf der linken Seite. Wir haben eine Gesamtfläche von circa 8 Quadratmetern, auf denen wir unterwegs sind, und das ganze Thema ist zweietagig. Das heißt, wir haben eine sichtbare Welt und eine untergelagerte Welt, wo Schattenbahnhöfe und Ähnliches angeordnet sind. So, dann lasst uns einfach mal hier anfangen. Lasst uns einfach mal hier schauen. Was wir hier sehen, ist unsere Nebenbahn. Die ist dem einen oder anderen vielleicht schon bekannt aus unserem Video oder Fahrbetriebsvideo für den Nebenbahnbetrieb. Hier haben wir schon mal ein bisschen was gezeigt. Wir haben hier also einen kleinen Endbahnhof. Dieser Endbahnhof hat noch 2 Abstellgleise und 2 Lokschuppen dabei. Eine ehemalige Behandlungsanlage für Dampflokomotiven, so ein klein wenig mit einem Kohlebansen und so weiter. Weiterhin haben wir hier etwas oberhalb des Bahnhofs das angegliederte Sägewerk, wo also Holz an- und abgeliefert wird. Und wir haben hier hinten ein kleines Ausflugsgebiet, wo sich am Wochenende auch gerne mal Leute aufhalten, die ein wenig wandern gehen und so weiter und so fort. Ach, da gibt es auch eine kleine Kapelle noch und da kann man dann seine Sünden loswerden, sofern man dann welche mitgebracht hat. Ansonsten nutzt man die Gegend hier einfach zum Spazierengehen. Unterhalb dieses Bereiches befindet sich quasi noch eine Art kleiner Schattenbahnhof. Da gibt es ein Durchgangsgleis, ein Umfahrgleis und ein Stumpfgleis, wo man noch Wagengarnituren abstellen kann. Dazu können wir euch aber auch noch Videos oder beziehungsweise Screenshots zeigen aus den Kameras, die wir im nicht sichtbaren Bereich aufgestellt haben beziehungsweise angeordnet haben. Wir gehen weiter und kommen hier auf die Überführungsstrecke zwischen der Nebenbahn, und das sehen wir hier im oberen Bereich, aus der Nebenbahn heraus. Hier kommt noch ein kleiner Haltepunkt, wo wir jetzt zumindest schon mal einen Bahnsteig stehen haben. Ein Bahnhofsgebäude fehlt uns dann noch oder ein Haltepunktgebäude fehlt uns dann noch. Und dann geht es hier weiter in diesen Arkadentunnel in Richtung der Hauptstrecke. Und hier im hinteren Bereich vereint sich dann die Nebenstrecke mit der Hauptstrecke und kann dann nach Durchfahrt des Schattenbahnhofs, zeige ich gleich noch etwas zu, hier wieder in dem Bereich aus dem großen Tunnelportal herauskommen und führt dann hier unterhalb des Reiterstellwerks durch, bis hier in die beiden
Stumpfgleise, die wir hier sehen. Das sind dann nämlich die Bahnhofsgleise für unsere Nebenbahnzüge. Und damit sind wir eigentlich auch schon auf der Hauptstrecke. Hier sehen wir nämlich auf dem Brettchen hier hinten, wo so gut leserlich Bahnhof steht, da soll der Bahnhof hin. Bahnhof Neupreußen wird es wohl sein. Der liegt schon im Karton, der muss nur noch aufgebaut werden. Nur noch, ich weiß nicht, wie viele tausend Teile das sind, aber der nächste Winter kommt bestimmt. Wir schauen einfach mal. Also wir sind hier im Bahnhofsbereich. Hier soll unser Hauptbahnhof entstehen. 4 Gleise durch den Hauptbahnhof. Wie gesagt, 2 Stumpfgleise und angeschlossen an den Hauptbahnhof soll hier in dem Bereich noch ein Betriebswerk entstehen. Da ist die genaue Gleisführung noch nicht ganz klar, ist noch nicht ganz ausgeplant. Wir haben eine grobe Idee, wie es aussehen soll. Zumindest die Anschlüsse an die Hauptstrecke sind schon mal so weit geplant, aber wie dann die detaillierte Ausgestaltung sein wird, das müssen wir noch mal schauen. Aber nichtsdestotrotz gehen wir hier jetzt einfach mal weiter. Und zwar sehen wir dann jetzt hier den Ausfahrbereich des Bahnhofs, der hier in einer langgezogenen Kurve hier oben entlang geht und dann hier unten auf einer Paradestrecke, in Anführungszeichen, auf einer Rampe, hier wieder in einen Tunnel hineinführt und unterhalb des anderen Zufahrtsbereiches des Bahnhofs hier wieder auf der Zwischenebene oder beziehungsweise auf dem Zwischenstück zwischen den beiden Schenkeln herauskommt und hier zweigleisig in den Nebenbahnbereich beziehungsweise unterhalb des Nebenbahnbereichs wieder in den Schattenbahnhof oder in einen Schattenbahnhof hineinführt. Und dieser Schattenbahnhof hat hier in dem Fall 3 Speichergleise, die maximal von 6 Zügen genutzt werden können, je nachdem, wie lang sie halt entsprechend sind. Hier haben wir auch noch einen automatischen Bahnübergang, der sich also heben und senken kann, wenn ein Zug kommt oder eben auch keiner kommt. Gehen wir nochmal zurück hier wieder auf die Hauptstrecke. Und zwar sehen wir jetzt hier, lasst uns einmal hier auf den anderen Fahrbereich oder auf den anderen Einfahrtsbereich, Ausfahrtsbereich des Bahnhofs schauen. Wir sehen also hier die auch langgezogene Streckenführung, die hier in das Tunnelportal führt. Und in dem Tunnelportal geht es dann weiter in diesem Bereich, wo sich auch die Nebenbahn auf die Hauptstrecke einordnet, geht es dann hier runter, auch eine langgezogene Rampe, die dann unterhalb des Bahnhofs Ausfahrgleises auf dieser Seite, hier unten sieht man es sehr schön, entlang führt, eine Kurve macht und dann hier in die Speichergleise des Schattenbahnhofs unterhalb des Hauptbahnhofs führen. Und hier haben wir insgesamt 5 Speichergleise. Das heißt, wir können 5 lange Zuggarnituren oder im Zweifelsfall auch 10 kürzere Zuggarnituren hier entsprechend abstellen. Eine Ausfahrt erfolgt dann hier unten diagonal unterhalb des Bahnhofs lang und man kann das vielleicht hier noch sehen, weiß ich nicht, kann ich hier mal reinschauen? Nee, sehen wir hier nicht. Aber die Kurve erfolgt dann hier und führt hier vorne, und zwar ist das dieses Gleis hier, in diesem Gleis zurück, aus dem Schattenbahnhof heraus und wieder zurück, die Rampe hoch, bis nach oben hin an das große Tunnelportal und aus dem Tunnelportal wieder hinaus in den Hauptbahnhof hinein. So, das war eigentlich das, wie unsere Anlage aktuell aussieht. Was ich vielleicht noch kurz zeigen kann, ist hier unsere Steuer- und Schaltzentrale. Und zwar sehen wir hier, ich hatte kurz angedeutet, dass wir alle unsere nicht sichtbaren Bereiche mit Kameras ausgestattet haben. Das heißt, das sind entweder Webcams oder aber auch IP-Kameras, die dann direkt übers WLAN ihre Bilder funken. Und hier haben wir das Steuerungsprogramm WinDigipad, mit dem wir die gesamte Anlage steuern. Auch da ist der Automatikbetrieb noch nicht ganz fertig. In Teilbereichen funktioniert da schon etwas. Machen wir vielleicht auch noch mal in einem anderen Video, dass wir euch davon was zeigen. Die Verbindung zwischen Rechner und Anlage ist hier eine TAMS-Zentrale. Was wir hier im Seitenbereich der Nebenbahn noch sehen, ist hier ein kurzes Gleis, wo man Lokomotiven programmieren und einmessen kann. Und wir haben hier natürlich noch einen Rollenprüfstand, mit dem wir dann auch die Geschwindigkeit der Lokomotiven dann maßstabsgerecht einstellen können, um natürlich auch hinterher in der automatisierten Steuerung vorbildgerecht unterwegs sein zu können. Ja, und das ist so grob das, was ich euch zeigen kann.
Wenn euch das alles interessiert und wenn euch das Spaß gemacht hat und wenn ihr denkt, dass dieses Video schön ist und ihr mehr davon sehen möchtet, hinterlasst gerne ein Like, gerne dürft ihr den Kanal auch abonnieren. Und solltet ihr Fragen haben, Kommentare haben, bitte schreibt es einfach unten in die Kommentare. Wir werden versuchen, das alles zeitnah zu beantworten bzw. entsprechend zu reagieren. Alles klar, vielen Dank und bis bald wünschen Thorsten und Linus Modellbahn. Danke, tschüss.